Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. In den Ferien verdienten wir uns oft etwas Geld, indem wir die Bäume markierten, die von den Waldarbeitern gefällt werden mussten. Am Tag des Baumes kamen Schulklassen und mein Vater pflanzte mit ihnen einen Baum. Ich durfte nur daneben stehen, weil ich ja des Försters Tochter war. Aber immer am Schluss, wenn er mein trauriges Gesicht sah, rief er mich herbei und ich durfte noch ein bisschen um den frisch gepflanzten Baum die Erde festtreten. Mein Vater nahm mich oft mit auf den Hochsitz. Und wenn er ein Reh erlegt hatte, wartete er ein paar Minuten, bis wir hinuntergingen, aus Respekt vor dem erlegten Tier. Allen Kindern hat er das Schießen beigebracht. Wir wissen alle, wie man mit einer Waffe umgehen muss. Peter und Johannes besitzen beide den Jagdschein, obwohl sie nicht in die Fußstapfen von unserem Vater getreten sind. Ich muss euch noch von den großen Treibjagden erzählen. Da kamen bestimmt 30 Jäger und etliche Treiber zusammen, die bei uns im Hof herumstanden. Zuerst wurde Aufbruch zur Jagd geblasen. Ich war oft dabei. Heute finde ich die Treiber, wie sie durch die Wälder streifen und laut Hop, 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 Hop rufen, um das Wild den Jäger vor die Flinte zu treiben, grauenvoll. Überhaupt hat sich meine Einstellung zur Jagd im Laufe der Zeit verändert. Am Ende der Jagd wurde das erlegte Wild in eine Strecke gelegt und dann wurde das Signal Jagd vorbei, Halali gespielt. Im Winter, wenn Neuschnee gefallen war, konnte man an den Spuren im Schnee genau sehen, wo sich eine Rotte Wildschweine versteckt hatte. Dann wurden kurzerhand die Jäger zusammen telefoniert. Das war für alle Beteiligten immer sehr aufregend. Nach den Jagden gab es das Schüsseltreiben, das Zusammensitzen der Jäger mit Essen und Trinken. Das Besäufnis, wie meine Mutter es zu nennen pflegte, von dem mein Vater mehr oder weniger alkoholisiert nach Hause kam. Im Wald, neben der Jagdhütte, die zum Revier gehörte, gab es eine Anlage zum Trainieren von Hunden, einen künstlich nachgebauten Fuchsbau. Kleine Jagdhunde wurden da hineingelassen, um den Fuchs oder Marder aufzuspüren. Hin und wieder war über den Gängen ein Gitter und man konnte sehen, wo der Hund sich gerade befand. An den Seiten waren so ähnlich wie Garnrollen runde Spulen befestigt, die auf einer Seite weiß und auf der anderen rot waren. Lief also der Hund darunter durch, drehte sich die Spule auf die andere Farbe. Der Fuchs war am Ende in einer kleinen Höhle mit einem Gitter geschützt. Schön fand ich es trotzdem nicht. Dort oben im Wald häuften sich ein Riesenberg von schweren Basaltbrocken. Das rührte her von einem vor langer Zeit ausgebrochenen Vulkan. Es gibt auch eine Sage darüber. Ein Riese soll dort begraben liegen, der die Dorfbewohner tyrannisiert hatte. Am Pfingstmontag wird auch heute noch dort ein Gottesdienst unter freiem Himmel abgehalten. Ich habe oft daran teilgenommen. Die Sommer am See, so wunderbar, so frei ohne Sorgen. Ich war so oft, es ging im Wasser. Und mein Vater pfiff auf den Fingern, weil der Klavierlehrer auf mich wartete. Begeistert war der nicht, wenn ich pitschepatsche nass angerannt kam. Es waren immer viele Leute am See. Mir fiel vor allem ein junger Mann auf, der in einem gelben großen Schlauchboot über den See paddelte. Er war wohl einer der Gäste in einem der Ferienhäuser. Auch meine Düsseldorfer Freundin hatte ein Auge auf ihn geworfen. Sie mit ihren langen gebräunten Beinen und den reizenden Grübchen. Sie trug abgeschnittene Jeans und meistens ein pinkfarbenes Bikini-Oberteil. Ich hatte doch mit meinem langweiligen gestreiften Badeanzug keine Chance. Doch es kam anders. Eines Nachmittags paddelte der Junge ans Ufer und forderte mich auf, einzusteigen. Ich war völlig überrascht. Er meinte wirklich mich? Er sprach bayerisch und war so hübsch. Von da an waren wir zum Leidwesen meiner Freundin unzertrennlich.
Abends, wenn es dunkel wurde, wenn die Dämmerung hereinbrach, trafen wir uns heimlich am See, setzten uns auf eine Bank. Er legte den Arm um mich, drehte meinen Kopf zu sich und begann mich zu küssen. Anfangs hatte ich keine Ahnung, wie das ging, aber relativ schnell begriff ich es. Diese Sommerabende, Sterne am Himmel, der Geruch des Sees, der Zauber der Berührungen und der schrille Pfiff meines Vaters, der mich auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Nachdem der bayerische Junge abgereist war, bekam ich einen Brief. Darin war ein Edelweiß und darunter stand: Ein Edelweiß ist ein Versprechen. Wir haben uns nie wieder gesehen. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal, also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.